Was ihr vielleicht in den anderen Videos oder Tutorials kennengelernt habt, ist eine Netzsimulation mit PandaPipes. Hier wird ein Netz, wie das hier zum Beispiel, mit Quelle, Senke und 3 Pipes mit dem Befehl Pipeflow berechnet. Das geschieht dann aber nur für einen Zeitschritt. Wollt ihr wissen, wie man mit PandaPipes mehrere Zeitschritte, also Zeitreihen berechnet und dafür dann auch Profile nutzt? Dann seid ihr hier richtig. Wenn wir von Zeitreihen und Profilen sprechen, sollten wir kurz über statische, quasi-statische und dynamische Berechnungen von Netzen reden. Statische Berechnungen kennt ihr schon. Da wird das Netz zu einem Zeitpunkt berechnet. Alle Pipes und Junctions, aber eben nur ein Zeitschritt. In einer dynamischen Berechnung hängen die vorigen Zeitschritte mit den nachfolgenden zusammen. Wir müssen bei Druck und Temperatur auch berücksichtigen, dass sie zeitabhängig sind. Dynamische Berechnungen bilden die Realität des Fluids wesentlich besser ab. Sie dauern aber auch viel länger. Die quasi-statische Berechnung macht es möglich, viele Zeitschritte hintereinander zu berechnen. Allerdings gehen wir dabei von Gleichgewichtszustand zu Gleichgewichtszustand. Und so auch quasi unabhängig voneinander von einem Zeitschritt zum nächsten. Diese Berechnung werden wir nun im Folgenden betrachten, die quasi-statische Berechnung. Für das Gas, aber vor allem auch für Wärmenetze, ist aber bei nahezu allen Berechnungen besser und häufig auch notwendig, eine dynamische Berechnung durchzuführen. Die Entwickler von PandaPipes sind gerade dran und ich sage euch Bescheid, wenn die Möglichkeit zugänglich ist. In diesem Video werdet ihr die Möglichkeit kennenlernen, eine Zeitreihe mit PandaPipes zu simulieren. Dafür gibt es eine einfache Methode unter Nutzung des Time Series Modules. Zunächst importieren wir wieder PandaPipes. Dann importieren wir noch eine extra Bibliothek aus PandaPipes, in dem bereits definierte Netze existieren. Sie heißt Networks. Nun laden wir das Netz mit dem Namen Gas Meshed Delta. Das sehen wir hier auf der linken Seite. Es besitzt ein externes Netz mit einer Junction, 3 Pipes, wobei die eine Pipe das externe Netz mit der Quelle und die andere Pipe das externe Netz mit der Senke verbindet. Die dritte Pipe verbindet nun die Quelle und die Senke miteinander. Nun lesen wir eine Zeitreihe aus einer Datei ein. Ihr könnt hier auch ein Dataframe eintippen oder sowas. Hauptsache, am Ende habt ihr ein Dataframe mit einer Zeitreihe drin. In dem Fall starten wir mit der Zeitreihe für die Quelle. Dann lesen wir noch eine Zeitreihe für die Senke ein. Beide Files sind in unserem File ein CSV-File, also ein Comma Separated Value File. Aber wie gesagt, ihr könnt auch nehmen, was ihr wollt. Hauptsache am Ende habt ihr ein Dataframe. Die beiden Files findet ihr übrigens auf GitHub bei PandaPipes, wenn ihr wollt. Ansonsten schreibt mir in den Kommentaren, dann kann ich sie euch auch zuschicken. Als nächstes legen wir die Anzahl der Zeitschritte fest, die simuliert werden sollen. Die können natürlich kleiner sein als die Anzahl der Einträge in den beiden Zeitreihen-Files, sollten aber nicht größer sein, da euch sonst irgendwann natürlich die Einträge in der Zeitreihe ausgehen. In unserem Fall sind das einfach mal 10. Nun aufgepasst! Jetzt müssen wir noch 2 Module einbinden, nämlich aus PandaPower. Das Spannende ist hier, dass wir die Funktionen aus PandaPower nutzen können und nicht nochmal alles in PandaPipes neu implementieren müssen. Dies ist ein schönes Beispiel für die effiziente Entwicklung der beiden Tools PandaPower und PandaPipes. Man kann im Bestfall also Funktionen aus PandaPower direkt für PandaPipes nutzen. Also importieren wir das Controller-Modul und das df-Data-Modul. Das beides wird benötigt, um die Profile in ein Format abzubilden, das die Zeitreihenmethode nutzen kann. Die Methode stammt übrigens auch von PandaPower. Wir wandeln dann nun unser Dataframe erstmal mit df-Data in ein Controller-nutzbares Dateiformat um. Datenformat. Die beiden df-Data-Objekte werden dann in einem sogenannten Constant Controller integriert. Ein Controller ist ein Regler. Und nun fragt ihr euch vielleicht,
was wird denn hier eigentlich geregelt? Wieso brauche ich denn einen Regler, also einen Controller? Die Antwort ist gar nichts. Hier wird gar nichts geregelt. Deswegen heißt es auch Constant Controller. Die Controller in PandaPower und PandaPipes werden hier nur genutzt, um die Zeitreihenschritte in dem Netz unterzubringen. Dadurch wäre es zum Beispiel auch einfach, einen echten Regler als Quelle oder Senke einzubinden. Dann nutzt ihr einfach einen der anderen Regler aus PandaPower oder PandaPipes. Mit dem Befehl und dem Controller-Modul legt ihr dann noch fest, welches Element in dem Controller wichtig ist, also ob es ein Sink oder eine Source ist und weitere Informationen, die damit zusammenhängen. Und schon sind wir fast bereit für eine Zeitreihensimulation. Vorher müssen wir aber noch den sogenannten Output Writer definieren und erstmal natürlich importieren und einbinden. Der ist übrigens wieder aus PandaPower. Und dann kommt natürlich auch noch die eben schon genannte Time Series Methode, also Run Time Series. Das wird jetzt auch eingebunden. In dem nächsten Schritt nutzen wir den Output Writer. Hier legen wir nämlich die sogenannten Variablen fest, die wir uns später anschauen wollen. Ihr erinnert euch noch an die Ergebnisse, die bei einer Pipe-Simulation rauskommen. Hier links seht ihr nochmal ein paar Beispiele. Da gibt es Resultate für die Junctions, für das External Grid, für die Pipes, für Valves, wenn wir sie haben, und auch für Sinks. Hier im Code zum Beispiel suchen wir uns Resultate einer Junction aus, hier zum Beispiel in grün dargestellt. Dort wollen wir zum Beispiel den Druck in bar haben. Oder daneben die nächste Variable ist dann ein Resultat von den Pipes und da wollen wir zum Beispiel die mittlere Geschwindigkeit haben. Die Log-Variables kommen dann zusammen mit der Angabe des Netzes, der Anzahl der Zeitschritte und einem möglichen Ausgabepfad in den Output Writer. Danach müssen wir nur noch die Zeitreihe berechnen. Das machen wir dann hier mit dem Befehl Run Time Series. Und schon geht's los. Nach der Zeitreihenberechnung können wir uns nun die Ergebnisse anschauen. Hier zum Beispiel als erstes mal den Druck. Und zwar an beiden Junctions. Da ist er schon. Es gibt hier die 2 Reihen und jede Reihe ist quasi das Ergebnis für eine Junction. Was wir uns auch angucken können, ist die mittlere Geschwindigkeit. Das hatten wir ja eben festgelegt im Output Writer. Hier sehen wir sie. Wir haben die mittlere Geschwindigkeit in den Pipes. Da wir 3 Pipes haben, könnt ihr hier sehen, es gibt 3 Spalten. Das nächste ist zum Beispiel die Reynolds-Zahl. Wenn ihr nicht wisst, was die Reynolds-Zahl ist, dann müsst ihr ein anderes Video schauen, zum Beispiel Gasnetze 101. Da erkläre ich das kurz. Und hier sieht man die Reynolds-Zahlen für die 3 Pipes. Als nächstes das Lambda und so weiter. Diesmal wieder für Pipes, also 3 Pipes, 3 Ergebnis-Columns. Dann interessiert uns zum Beispiel noch der Massenfluss an der Senke. Da gibt es nur eine von, also haben wir nur eine Column hier. Der Massenfluss an der Quelle, genau das gleiche, da kommt er. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch den Massenfluss am externen Netz anschauen. Und erledigt. So, mit diesen Daten werden wir uns jetzt als nächstes nochmal beschäftigen, indem wir sie plotten und uns anschauen. Hier ist mal ein Beispiel, wie ihr recht hübsch mit den Plotbefehlen die Ergebnisse darstellen könnt. Ihr definiert dazu als erstes ein X und ein Y. X sind in dem Fall die Zeitschritte und Y ist dann zum Beispiel die Ergebnisse der Junctions, und zwar davon die Drücke. Dann definieren wir uns noch die Labels für X und Y, suchen uns einen schönen Titel aus, zum Beispiel Pressure Profiles,
und plotten dann in verschiedenen Farben die einzelnen Columns unseres Ergebnisses. Und was sehen wir hier? Man sieht, dass der Druck am External Grad konstant ist auf 3,5. Das hatten wir ja auch so am Anfang gesetzt oder war eben schon vorgegeben in unserem Netz. Und zum Beispiel an der Senke sehen wir einen starken Rückgang des Drucks in unserem Druckprofil. Der Druck an der Quelle geht nur leicht zurück. Weitere Plots könnt ihr ganz ähnlich anlegen. Hier zum Beispiel für das Geschwindigkeitsprofil oder die Geschwindigkeitsprofile der 3 Rohre. Dazu legt ihr wieder x und y fest, x die Zeitschritte, y eben die mittlere Geschwindigkeit in dem Fall. Dann benennt ihr wieder die x und y Labels, findet einen schönen Titel, zum Beispiel Velocity Profile, und plottet die 3 Columns in grün, rot und gelb. Hier wollen wir noch eine schöne Legende haben, damit wir wissen, welche Pipe zu welchem Plot gehört. Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Pipe 1, das ist die Pipe zwischen Quelle und Senke, stark abfällt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Druck abfällt. Jetzt könnt ihr nochmal selber gucken, was denn Pipe 2 und Pipe 3 verbindet und ein bisschen darüber nachdenken und interpretieren, ob das Verhalten der Zeitreihenberechnung hier auch logisch ist. Zu guter Letzt plotten wir auch noch den Massenfluss, und zwar am externen Netz. Wieder XY festlegen, wie gehabt. Diesmal den externen Massenfluss, Kilogramm pro Sekunde. Wir benennen wieder die Labels von X und Y, suchen uns einen schönen Titel, External Grid Mass Flow Profile zum Beispiel, und plotten diesmal nur eine einzige Zeitreihe, nämlich in Rot vom Massenfluss. Hier sehen wir auch wieder einen Abfall des Profils. Für die Profis von euch können wir zum Abschluss nochmal in den groben Ablauf der Zeitreihenmethode reinschauen. Zunächst wird hier nämlich in runtimeSeries.py der erste Zeitschritt hergenommen und im Folgenden berechnet. In runControl.py wird dann der Control Loop gestartet. Dann wird zunächst der Regler initialisiert, dann damit auch der Powerflow und bei uns eben auch der Pipeflow. Der wird dann so lange durchlaufen, bis er konvergiert. Konvergiert der Pipeflow dann, wird der Zeitschritt finalisiert. Ergebnisse werden gespeichert etc. und dann folgt der nächste Zeitschritt, falls es noch einen gibt. Ansonsten hört die Berechnung auf. Wenn euch da mehr Details interessieren, schaut doch einfach mal auf GitHub in PandaPipes in den Code rein oder schreibt mir was in die Kommentare. Ich hoffe, das hat euch einen schönen kurzen Einblick in die Zeitreihensimulation mit Profilen für PandaPipes vermittelt. Probiert es gleich mal aus. Das war es auch schon mit diesem Video für heute von den integrierten Energieinfrastrukturen. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen, schreibt diese in die Kommentare.